Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es wieder eine Runde Shakes and Fidget. Nachdem wir die letzten paar Tage viel auf dem Main unterwegs gewesen sind und gestern sogar live im Stream auf dem 633er Account vom Mirko unterwegs waren und dort über 10.000 Früchte zerlegt haben, ja, wer das verpasst haben sollte, kann sich gerne den Stream von gestern nochmal anschauen. Sind wir heute mal wieder seit langer Zeit auf W50 unterwegs, denn hier ist ein bisschen was angefallen, dungeon-technisch gesehen, ja, weil wir haben eine neue Waffe bekommen. Der aufmerksame Zuschauer von euch, dem wird das bestimmt aufgefallen sein. Wir haben hier den guten alten Haken. Die Hakenhand des Klabautermanns haben wir hier am Start und die habe ich bekommen. Tatsächlich komplett random durch den Würfelspieler. Am Wochenende war ja das Epic-Event, wo man halt Epics aus dem Würfelspieler Game hier erhalten konnte. Und ich habe das Glück gehabt und eine Waffe gewürfelt. Und zwar eine gute Waffe. Eine schöne Waffe mit einigermaßen guter Spanne. Es geht besser, aber die ist okay. Ist besser als meine alte gewesen. Um die 100, 200 Punkte so rechts raus. Ja. Hat bessere Stat-Punkte gehabt. Ich glaube so um die 30 circa. Ich weiß jetzt nicht ganz genau. Und ja, damit sind die Dungeon-Chancen wieder ein bisschen gestiegen. Ich wollte eigentlich keine neue Waffe mehr haben bis zum Legendary Dungeon, weil wir uns natürlich im Legendary Dungeon selbst hier neu equippen wollen. Komplett mit neuer Waffe, Pipapo, alles drum und dran. Und ja, deswegen habe ich das Epic-Event extra nicht wahrgenommen. Entschuldigung. Weil, ja, bald Legi-Dungeon Time ist so, ne? Jetzt ist es aber eine andere Ausgangssituation. Dadurch, dass wir eine neue Waffe haben, haben sich die Chancen in den Dungeons ein bisschen erhöht, was ganz gut ist, weil ich mache ja hier im Gegensatz zu vielen aus der Gilde keine Dungeon-Pause, ja, und das ist natürlich ganz gut. Dadurch könnte man den ein oder anderen Dungeon besiegen und vielleicht mit einem etwas höheren Level dann wieder in den neuen Legi-Dungeon rein und dort eben besseres Equipment für sich zu erfarmen als auf ein bisschen niedrigeren Levelstand. Ja, ich zeige euch mal kurz, was hier abgeht. Ja, mit dem Dungeon-Tool habe ich das Ganze natürlich wieder mal ausgerechnet. Und im Twister habe ich sogar eine sehr gute Chance, aber das wollen wir heute nicht angreifen. Den Twister, also den Wirbelwind, werden wir wieder unter die Lupe nehmen, wie Sherlock Holmes, wenn wieder Hexen-Event sein sollte. Bis dahin sparen wir uns die Etagen auf, macht sonst keinen Sinn. Aber wir werden auf jeden Fall in Osteros reinschauen in der Schattenwelt. Poseidon in der Lichtwelt werden wir versuchen und die Walküre in der Schattenwelt. Ja, das sind Gegner, die sind alle über 1%, hier genauso wie der Nekromancer. Und da werden wir heute unser Bestes geben und vielleicht sogar ein Level aufsteigen, je nachdem, wie viele Etagen wir heute schaffen werden. Wir fangen an von oben nach unten mit Osteros. Der hat hier die besten Chancen. Mit 2% sollte der hier einigermaßen machbar sein. Meine Devise, alles so ab 1% würde ich dann schon wegtryen. Und ja, alles was da drunter ist, ist für mich nicht so ganz ausschlaggebend. Aber ja, ich sag mal, ab 1% kann man es machen. Man sagt so in der Regel, 1% sind ca. 100 Pilze, die man so im Durchschnitt benutzen muss, um den Gegner zu besiegen. Und ja, deswegen sind das hier schon ganz gute Chancen. Und man hat ja gesehen, die Blindscheiche, die lag jetzt relativ easy. So, wir haben ein Kundschafter-Item bekommen. Mal schauen. Kann damit nichts anfangen, ist alle Attribute, kann in die Tonne. Und ja, den Gegner danach habe ich mir jetzt hier nicht ausgerechnet. Wir können mal ein paar Tries reinwagen, wie das aussieht hier. So, da will ich mich jetzt aber nicht zu sehr reinbaiten lassen. Ja, obwohl die Versuche hier schon sehr gut aussehen. Aber zuallererst gucken wir mal erstmal in die anderen Dungeons rein, weil dort haben wir die sicheren Prozentchancen. Ja? Hier weiß ich jetzt nicht, wie die Prozentchance liegt. So, dann gehen wir als nächstes in die Lichtwelt. Entschuldigung, ich habe immer noch ein bisschen Reizhusten, aber es geht auf jeden Fall bergauf. So, Poseidon haben wir als nächstes, Stufe 420, 420, Blazed. Und ja, mal schauen. Der mit einer 1,85%igen Chance ein bisschen minimal schlechter als ja, der Gegner eben gerade. Aber sollte auch definitiv machbar sein. Und deswegen werden wir hier auch ein paar Tries rein investieren. Mal schauen.
das war schon gewesen. Ja, gucken wir uns den Fight mal an. Dungeon, let's go, mal gucken. Und mal schauen, wir werden auch in den Gegner im Olymp auch ein paar Tries nach Poseidon jetzt hier nochmal reintryen. Weil ich gucken möchte, wie der Versuch aussieht gegen den Gegner, der danach kommt. Weil wie gesagt, die Gegner, wenn ich sie einmal besiegt habe, die Gegner danach haben ja nochmal eine andere Prozentchance, die ich mir jetzt nicht ausgerechnet habe, dadurch das Tool. Und da werde ich einfach mal gucken, wie das Ganze so aussieht, wie bei dem Gegner eben gerade. Der sah, die Königin Mutter oder wer das war, die sah ja schon mal gar nicht so schlecht aus, ne? Ja, das ist ein recht knapper Try hier auf jeden Fall, aber ging gut aus. 300 Millionen Erfahrung gibt er auch hier. Das Item nicht so worth, sagen wir es mal so. Und der nächste wären dann die nordischen Götter in der Schattenwelt, ja, die Walkürie hier am Start, ja. Mal schauen. Auch nur eine ganz minimal schlechtere Chance als der Poseidon eben. Okay, das war schon gewesen, ja. Auch der down. So. Und ja, deswegen lief ganz gut, ja. Jetzt habe ich vergessen, hier Poseidon anzugreifen. Oder der Gegner nach Poseidon. Werden wir mal schauen. Okay, oha. Also, da habe ich ja 3/4, ja, 75% selbst geklärt hier bei dem Gegner. Das ist sehr gut. Da müssen wir oft geblockt haben. Oha, die macht ja Schaden. Das hätte ich nicht gedacht. Ja, da müssen wir sehr oft dann geblockt haben, wenn die so viel Schaden macht. Ja, jetzt kommt wahrscheinlich eine gute Blockkombination. Da sind die Fäuste oben. Ja, das Schild wird gerised. Und jetzt müssten wir vielleicht nochmal einen Crit oder so, einen saftigen Crit raushauen. Sehr viel geblockt. Krasser Kampf. Sehr krasser Kampf, ja. Hätte ich nicht gedacht. Aber dafür lag der jetzt auch relativ fix. Gibt noch nicht ganz 300 Millionen. So, wir gucken nochmal in die Lichtwelt. Zu Hades. Aber ich glaube, der wird jetzt erstmal nicht liegen. Da brauchen wir nicht weiter tryen. Ne, da sah der Gegner in der Schattenwelt schon ein bisschen besser aus. So, dann haben wir Hemoridor in der Lichtwelt, nicht in der Schattenwelt. Okay, Hemoridor haben wir hier. Der 20. von 20, ja. Wenn wir den besiegen, gibt es, glaube ich, auch ein Achievement, oder? Wenn ich mich nicht recht erinnere. Ist schon so lange her jetzt hier, ne? Aber, Hemoridor in der Schattenwelt, ja gut. Okay, ja, dann war das in der Schattenwelt. Okay, dann besiegen wir ihn erstmal in der Lichtwelt. Gibt auf jeden Fall 300 Millionen und wir sind ein Level-Up dann gleich, wenn wir ihn geschlagen haben hier. Und haben einen weiteren Dungeon komplett gecleart in der Lichtwelt. Ja, ist es dann schon soweit. Aber erstmal müssen wir ihn besiegen hier. So, und wenn wir den besiegt haben, dann haben wir erstmal soweit alle Gegner besiegt, die bei mir hier auf der Agenda gewesen sind. Denn der nächste Gegner auf der Liste hier, wenn man sich das Ganze mal anschaut, wie gesagt, den nehmen wir raus hier. Osteros haben wir besiegt, Poseidon haben wir down, die Walküre haben wir eben besiegt. Ja, und jetzt fehlt nur noch der Necromancer. Und der nächste Gegner, der hat dann erst 0,74%ige Chance. Das ist dann der Andreas. Ja, Grüße gehen raus an Andreas, falls du das sehen solltest. Ist ja öfter mal im Livestream mit dabei, wenn es irgendwelche Events gibt, wie zum Beispiel der Elevator jetzt oder die Legendary Dungeons. Der Andreas, oder besser gesagt Paint Angel oder wie er auf YouTube heißt irgendwie. Naja, auf jeden Fall ist er öfter mal dabei im Stream, was sehr cool ist. Das freut mich immer sehr, wenn Mitarbeiter oder so vom Playa oder von Shakes & Fidget mit dabei sind. Kriegt man immer gute Background-Infos. Der Andreas, der Art Director bei Shakes & Fidget, kümmert sich um die Leitung, Kolorierung der ganzen Zeichnungen, die zum Beispiel unter anderem Marvin Clifford einsenden und gibt den Ganzen ein bisschen Farbe auf jeden Fall. Und wie gesagt, wenn man mal live im Stream oder so dabei ist, gibt es immer ganz coole Background-Infos hinter die Kulissen so ein bisschen. Das ist immer sehr, sehr cool. Deswegen schaut auf jeden Fall auch in den Livestreams immer mit mal vorbei. Falls ihr das nicht schon machen solltet. Okay, Stufe 411 haben wir erreicht. Da haben wir den Dungeon gecleart hier in der Lichtwelt. Sehr, sehr cool. Gucken wir uns den Kampf an. Ja, und wenn wir gerade bei der Eigenwerbung sind, wir stehen wirklich so knapp vor den 12.000 Abonnenten. Ja, es ist wirklich verdammt knapp. Und dafür möchte ich euch auf jeden Fall auch
riesig danken. Das ist wieder ein kleiner weiterer oder ein großer weiterer Meilenstein. Und das freut mich auf jeden Fall sehr, dass ja, es immer noch weitergeht hier auf der Reise. Ja, es ist unglaublich, wo immer noch die Menschen herkommen, so, ne? Die einen kommen, die einen gehen, das ist nun mal so im Laufe der Zeit. Ja, man wächst ja auch irgendwann mal vielleicht so ein bisschen raus oder hat irgendwann vielleicht mal nicht mehr so viel Interesse oder kommt vielleicht auch lange Zeit, nachdem man Pause gemacht hat, wieder zurück zu SF oder ja, dementsprechend dann halt auch zu mir, zum Kanal. Und ja, das freut mich auf jeden Fall immer sehr. Ähm, so, Guti. Ansonsten, ja, wie gesagt, der Andreas, wir können mal ein paar Tries machen. Da ist er, the artist formerly known as Andreas. Ja, es ist nichts passiert, was man nicht mit etwas Farbe überdecken könnte, aber wo findet man in der Hölle einen guten Maler? Wie gerufen, taucht ein Maler, ein kleiner Mann mit dem Pinsel vor dir auf. Doch, nein, das kann nicht sein. Er steckt sie zwischen seine Finger wie eine Kralle und geht auf dich los. Ja, so kennt man ihn. So, aber wie gesagt, hier werde ich aber nicht viele Tries rein machen, weil, wie gesagt, die Prozentchance ist für ihn relativ gering. Und deswegen lassen wir das an der Stelle lieber. Wir haben ja heute schon gut viele Dungeons gecleart. Ich mache fast gar kein Damage gegen ihn. Also da müssen wir noch ein bisschen warten. Wir müssen ja nicht auf Teufel komm raus hier irgendwas tryen. Was man machen könnte, wäre... Oh, der sieht auch gut aus. Oder sah gut aus, der eine Try. Ich weiß nicht. Wie sind hier die Chancen? Das ist der 13. Stock, ne? Gerd. 0,18. Dafür sehen die Tries aber sehr saftig aus hier, muss ich sagen. Kann aber auch immer ein bisschen täuschen, mal ab und zu. Aber das sieht teilweise echt gut aus, muss ich sagen. Hätte ich nicht gedacht. Für 0,18 sieht es echt gut aus. Aber es täuscht manchmal auch. So. Bei der Königin Mutter sah es aber vorhin noch besser aus. Allerdings jetzt nicht mehr so. Da sahen die Tries tatsächlich jetzt bei dem Gerd noch besser aus. Okay, ja gut. Dann soll es erstmal, glaube ich, das soweit gewesen sein. Ja, wir können doch mal überall ein bisschen hier reintryen. Aber hier wird erstmal soweit nichts möglich sein. Wie gesagt, aber mit der neuen Waffe haben wir eigentlich jetzt ganz gut aufgeräumt, haben ein paar Dungeons gelegt hier und das auch mit relativ günstigen Pilzkosten, sag ich mal. Wir haben jetzt nicht allzu viel verschwendet. Dafür haben wir gut ein paar Gegner hier aufgeräumt und sind auch ein Level aufgestiegen. Das ist sehr cool. Und ja, Leute, das soll es erstmal soweit für heute... Oh, das schmeckt. Das soll es erstmal soweit für heute wieder gewesen sein. Ja, haben wieder ein bisschen Improvements gemacht hier. Sind sogar gerade in den Top 30, was mich wundert, weil wir haben echt keinerlei Upgrades gemacht, bis auf die Waffe. Aber die Waffe macht halt immer mit am meisten von dem ganzen Equipment aus. Wenn ihr eine aktuelle Waffe habt, dann habt ihr schon die halbe Miete so. Ne? Deswegen am Anfang auch immer im Low-Level-Bereich ja, immer die Waffe auswechseln, wenn es geht. So, da macht ihr wirklich sehr viel ja, positiv gute Punkte mit, so, das ist immer sehr, sehr wichtig und ja, merkt man halt auch hier wieder, sonst war ich so im 50er-Bereich oder so, sag ich mal, jetzt, ja, habe ich die Alu zwar heute schon gespielt, bin aber auch wieder runtergedroppt, so nach meinen Arena-Angriffen und bin jetzt aber allein, ja, selbstständig wieder hochgekommen irgendwie, anscheinend wohl, ist auf jeden Fall gut und dafür muss ich sagen, dass ich hier in den Top 30 bin, ist halt noch umso verwunderlicher, weil ich halt bis auf die Waffe noch das alte Leggy-Equipment anhabe. Also das ist noch alt, sag ich mal so, ne? Aber meine Steine, die sind halt noch älter. Die sind halt, ja, eben nicht sehr aktuell, beziehungsweise nicht aktuell, sondern könnten noch einigermaßen aktuell sein. Aber ich baue ja momentan meine Edelsteinmine nicht weiter aus. Die ist ja schon seit und je auf Stufe 21. Da habe ich ja nichts weiter mehr, ja, seit ein paar Wochen hier rein investiert, weil ich halt eben die Schatzkammer erstmal auf 45 ziehen will, um halt eben meinen Inventarplatz komplett ausnutzen zu können, um halt eben, ja, mehr Skillpunkte zu farmen für die Hexe. Ne? So mache ich es ja auf meinem Main auch und das sind halt weggeschmissene Skillpunkte in der Zeit, wo die Mine ausbaut und deswegen ziehe ich die Mine zuerst hoch. Deswegen bin ich vielleicht noch ein bisschen im Nachteil, was die Steine angeht hier und da zu dem einen oder anderen auf dem Server. Aber vielleicht Skillpunkte schon ein bisschen durch das Inventar gut gemacht. Man weiß es nicht, ne?
Aber das ist so auf jeden Fall mein Plan. Wenn das auf 45 ist, dann wird die Mine weiterhin durchgerockt werden und dann werde ich auch mit den Edelsteinen wieder ein bisschen mehr aufholen und nach dem neuen Leggy Dungeon mich sowieso neu equippen und dann bin ich sowieso ein bisschen weiter vorne, weil ich halt eben auf Level gegangen bin und nicht wie viele jetzt zum Beispiel von hier oder aus der Gilde halt eben einen Dungeon-Stop gemacht haben. So, ne? Also zum Beispiel der Paul oder hier der Mozone, glaube ich, der macht auch eine Pause hier, einen Dungeon-Stop. Ne? Da werde ich jetzt ein bisschen dann im Vorteil sein. Aber ich bin gespannt, wie das Ganze hier noch weitergehen wird auf W50. Immer noch ein Server, der mir sehr, sehr viel Spaß macht. Ich hoffe, euch auch. Ja, und deswegen wird er auch immer weiterhin fester Bestandteil meiner Videoserie sein, die ich hier jeden Tag bringe. Ne? Immer ab und zu mal. Alles klar. Das ist ja auch ganz nice, so ein bisschen Abwechslung. Ne? Nicht nur immer den Main, gibt ja sowieso nicht mehr so viel zu sehen auf dem Main, deswegen W50. Ne? Okay, Leute, das soll es soweit gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Entschuldigung. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.